Das Resultat dieser gegenseitigen Befruchtung sind die Veden. Die Veden sind, wie wir bereits betrachtet haben, die religiösen Texte, die der Religion des Hinduismus, auch bekannt als Sanatana Dharma, sprich ewige Ordnung oder ewiger Pfad, zugrunde liegen. Der Begriff Veda steht für Wissen, da man glaubt, dass die Texte das grundlegende Wissen über die wirksame und letzte Ursache der persönlichen Antwort auf die Existenz enthalten. Sie gelten, wenn nicht als die ältesten, so doch als eine der ältesten religiösen Texte, die uns überliefert wurden. Obwohl die Bezeichnung als heilige Schriften wegen der Sakralität, die ihrem Inhalt über die Natur des Göttlichen zugeschrieben wird, zutreffend ist, werden die Veden im Gegensatz zu den heiligen Texten anderer Religionen von den Praktizierenden nicht auf eine Offenbarung an einen oder mehrere Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit zurückgeführt. Es wird unter gläubigen Hindus vielmehr angenommen, dass sie schon immer existierten, aber von weisen Männern in tiefen meditativen Zuständen gelernt, gehört und aufgeschnappt wurden, auch wenn es keinen Konsens über einen bestimmten Zeithorizont dafür gibt. Aus einem historischen Blickwinkel betrachtet, existierten die Veden weit vor ihrer schriftlichen Formalisierung bereits in mündlicher Form und waren über Generationen hinweg von Meistern zu Schülern weitergegeben worden. Sie wurden in Indien zwischen dem 15. und dem 5. Jahrhundert vor Christus, der sogenannten vedischen Periode, schriftlich niedergelegt. Ihre mündliche Form war durch die Sorgfalt, mit der die Meister die Schüler dazu angehalten hatten, sie von vorne bis hinten auswendig zu lernen, sorgfältig bewahrt worden, wobei besonderer Wert auf die exakte Aussprache gelegt wurde, so dass auch der ursprüngliche Klang unversehrt blieb. Im Hinduismus werden die Veden auch als Shruti, sprich das Gehörte, bezeichnet. Sie stehen im Gegensatz zu anderen Texten, die als Smritis, sprich das Erinnerte, bezeichnet werden und die Geschichten der großen Helden und ihrer Taten in Texten wie dem Mahabharata, dem Ramayana und der Bhagavad Gita erzählen, obwohl letztere von einigen Hindu-Sekten als Shruti betrachtet wird. Die Texte, aus denen die 4 Veden bestehen, sind der Rigveda, der Samaveda, der Yajur- oder Yajurveda und der Atharvaveda, welche jeweils in weitere Gattungen unterteilt sind. Es sind dies die Aranyaka, die Brahmana, die Samhita und die Upanishad. Die Aranyakas sind ein Teil der vedischen Texte, die zwischen den Brahmanas und den Upanishaden stehen. Diese Texte werden traditionell als die Bücher des Waldes betrachtet, da sie spirituelle Lehren und asketische Praktiken enthalten, die sich an diejenigen richten, die sich in die Wälder zurückziehen, um sich der Meditation und Kontemplation zu widmen. Die Aranyakas spiegeln eine Übergangsphase in der vedischen Religion wider, in der es eine Verschiebung von einer Phase, die von rituellen Opfern und äußeren Praktiken, wie in den Brahmanas beschrieben, dominiert wurde, hin zu einer stärkeren Betonung innerer spiritueller Praktiken und dem Streben nach metaphysischem Wissen, so wie in den Upanishaden entwickelt, gab.
Diese Texte behandeln eine Vielzahl von Themen, darunter insbesondere die Symbolik der vedischen Rituale, Meditationspraktiken, mystische Interpretationen der Veden und tiefere philosophische Konzepte wie die Identität des Einzelnen mit dem universellen Selbst, im Sanskrit als Atman Brahman bekannt. Die Aranyakas bilden zusammen mit den Brahmanas und Upanishaden einen wichtigen Teil der vedischen Tradition und haben die Entwicklung der späteren religiösen Philosophien Indiens, einschließlich des Hinduismus, maßgeblich beeinflusst. Die Brahman bestehen hauptsächlich in einer Prosaform und enthalten detaillierte Erklärungen und Anweisungen zu den vedischen Ritualen und Opfern. Diese Texte beschreiben rituelle Abläufe, Regeln für die ordnungsgemäße Durchführung von Opfern, die Funktionen der verschiedenen priesterlichen Rollen und die mit den Ritualen verbundenen theologischen Überzeugungen. Sie sind eine wertvolle Quelle für das Verständnis der religiösen und sozialen Praxis der alten vedischen Zivilisation. Sie geben Aufschluss über die Struktur der vedischen Gesellschaft, der priesterlichen Hierarchie, der kosmologischen Überzeugungen und der symbolischen Bedeutung der Opfer. Sie spiegeln auch den Wandel der vedischen Religion und die Entwicklung der rituellen Praktiken im Laufe der Zeit wider. Somit geben sie einen detaillierten Einblick in die Rituale und Opfer, welche für die Religion und Kultur des alten vedischen Indien von zentraler Bedeutung waren. Die Samhita sind der älteste und essentielle Teil der vedischen Texte und auf ihnen wurden eigentlich die 4 Veden erarbeitet. Sie enthalten die heiligen Hymnen, die religiösen Gedichte in altem Sanskrit. Diese Hymnen sind den vedischen Göttern gewidmet und preisen ihre Eigenschaften und Kräfte. Die Hymnen werden bei vedischen Ritualen rezitiert oder gesungen und spielen eine zentrale Rolle in den religiösen Praktiken dieser archaischen Tradition. Die Samhita stellen ein wichtiges kulturelles und religiöses Erbe des alten vedischen Indiens dar. Jeder Veda hat seine eigene Samhita, die eine bestimmte Reihe heiliger Hymnen erfasst. Der Rigveda zum Beispiel besteht aus der Rigveda Samhita, die die älteste ist und die berühmtesten und bekanntesten Hymnen enthält. Somit sind die Samhita jene Grundlage, aus der sich die anderen Teile der Veden entwickelt haben. Das war die Geschichte Indiens Teil 3, präsentiert von der Bar Rouge und der Akademie der Vernunft. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.